Letztes Wochenende ist er in Albanien aufgetreten. Nächste Woche steht er in Istanbul auf der Bühne. Danach geht's nach Kirgisistan, Kasachstan und Polen. Vorher aber gibt Thomas Anders in Berlin Vollgas. So sehr, dass es selbst seine Frau Claudia nach all den Jahren vom Stuhl reißt. Aber woher nimmt Thomas Anders mit seinen 62 Jahren und nach 40 Jahren im Showgeschäft diese Energie? Wir treffen Thomas Anders zum Soundcheck, 2 Stunden vor seinem Auftritt im Zoopalast in Berlin. Und noch scheint hier nicht alles zu sitzen. Nochmal ab dem Pre-Chorus oder lieber nochmal? Nehmen wir noch ganz von Anfang. Thomas Anders ist konzentriert, aber ruhig. Er weiß halt, was er macht. Und für das Organisatorische ist seine größte Stütze dabei, seine Frau Claudia. Wenn gleich Gäste kommen und so, ich weiß im Grunde genommen über die Sitzplätze Bescheid, über die, wie sie wo ausgegeben wird. Also wenn du irgendeine Frage hast oder so, kannst du Tanja oder mich fragen. Claudia ist seit 27 Jahren Thomas Halt und Anker. Sie koordiniert, organisiert und arrangiert im Hintergrund. Denn die Musik ist längst nicht Thomas Anders einziges Standbein. Er betreibt einen Podcast, hat ein Kochbuch auf den Markt gebracht und vertreibt Weine. Während andere sich in seinem Alter zur Ruhe setzen, blüht Thomas Anders noch mal richtig auf. Nur warum so viel? Einfach Spaß macht, sonst würde ich es einfach nicht machen. Und es sind ja viele Dinge, die sich durch Zufall entwickelt haben. Meine Musik ist nun meine große Leidenschaft, aber trotzdem gibt es noch eine andere Leidenschaft, das ist das Kochen. Und ich habe mich überhaupt nicht groß darum beworben, dass dann plötzlich ein Verleger auf mich zukam und sagt, hast du nicht Lust, ein Kochbuch zu machen? Genauso kam dann eben ein Winzer, der sagte, hast du nicht Lust, dass wir einen Wein zusammen machen? Also ergab sich eins nach dem anderen und es hat wahnsinnig Spaß gemacht bis heute. Seine Frau Claudia, mit der er Sohn Alexander hat, unterstützt ihn, wo sie kann. Sie ist tatsächlich ein Grund für seinen Erfolg. Claudia hält ihm den Rücken frei. Nur sein Tempo ist ihr manchmal zu viel. Ich nenne ihn oft einen Alien, weil ich gar nicht weiß, wo er die Energie hernimmt. Aber es macht ihm einfach Freude, das, was er tut. Vielleicht ist das einfach die Quelle seiner Energie. Deswegen ist bei Thomas Anders auch kurz vor dem Auftritt in der Maske von Nervosität nichts zu spüren. Viele Künstler wollen in dieser Phase allein sein, sich konzentrieren, aber Ich brauche keine Ruhe. Ich komme nicht aus dem Altenheim, der irgendwie noch angedockt werden muss, damit er raus kann. Ich brauche immer Menschen um mich herum und ich bin auch jemand, der überhaupt nicht nervös ist, auf die Bühne zu gehen. Ich gehöre zu denen, die 30 Sekunden, bevor er rausgeht, gerne noch mal einen Witz erzählt, der mir gerade einfällt. 40 Jahre auf der Bühne, 40 Jahre Modern Talking haben ihm Selbstvertrauen gegeben. Und natürlich der Erfolg, die 420 Gold- und Platin-Schallplatten, unter anderem für Hits wie diese. Aber das mit der Gelassenheit war nicht immer so. Wir haben mal im Archiv gekramt und das hier gefunden. Thomas Anders bei seinem ersten TV-Auftritt in Michael Schanzes Show Hätten Sie heute Zeit für mich, 1981. Angenommen mal, über Nacht klappt es unwahrscheinlich. Du wirst über Nacht ein Riesenstar. Alle wollen nur noch Thomas Anders hören und sehen. Was würde dann mit deiner Schule sein? Die Schule würde ich auf jeden Fall fertig machen, weil ich noch 1,5 Jahre vom Abitur stehe und jetzt die Schule abzubrechen, das wäre sehr, sehr dumm. Dann würde ich das ganz bestimmt später irgendwann mal bereuen. Weißt du noch, wie nervös du in diesem Moment gewesen bist? Ganz furchtbar nervös, weil ich musste ja live singen und ich musste live spielen mit einer Liveband. Gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Es war ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht komme ich irgendwann mal in die Charts mit einem Song. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal eine goldene oder sowas. Thomas Anders ist damals gerade 17. Nach dem Abi fängt er an zu studieren, seinen Eltern zuliebe. Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaften. Nach 5 Semestern bricht er ab, gründet mit Dieter Bohlen Modern Talking. Der Rest ist Geschichte. Musikgeschichte. Und die lässt er mit Moderator Kai Böcking auf der Bühne nochmal Revue passieren. Was würdest du heute als Thomas Anders, mit dem, was du erlebt hast, dem jüngeren Ich von damals sagen? Lass dir die Haare schneiden. Ja. Ich würde ihm vielleicht sagen, ein bisschen weniger Lipgloss wäre auch gewesen. Aber komm. Der Look war damals eben modern.
Versöhnlichere Worte findet er in unserem Interview tatsächlich für Dieter Bohlen, mit dem er viele Jahre im Clinch lag. Naja, ich meine, wir beide haben uns Modern Talking zu verdanken. Das ist diese Karriere, weder er noch ich hätten jeweils solche Karrieren gemacht. Und Modern Talking ist unser gemeinsames Baby, auf das ich sehr stolz bin. Und jetzt kann er es präsentieren. Ihr gemeinsames Baby. Die alten Hits in neuem Gewand. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Die Fans sind begeistert, stehen danach sogar noch Schlange für ein Autogramm und Fotos. Und Thomas Anders fühlt sich nach dem Konzert ausgelaugt, aber glücklich, weiß Claudia. Wenn ich zum Yoga gehe, geht mein Mann ja zur Bühne, weil er sagt immer, die Bühne ist mein Yoga. Ich glaube, Thomas kann man nie wirklich abschalten. Ich glaube, das wäre für ihn der größte Horror, wenn ich irgendwann sagen will, wann setzen wir uns zur Ruhe. Ihre kleine Ruheoase ist ihre Finca auf Ibiza. Hier tanken sie zwischendurch auf und hier kocht Thomas Anders liebend gern für seine Claudia leichte Gerichte. Er selbst isst gern Salat, verrät er. Auch das hält ihn fit, gibt ihm Power und natürlich seine Fans. Ich habe sehr viele Komplimente bekommen nachher bei der Autogrammstunde, bei der Signierstunde. Und es haben ganz viele davon erzählt, dass wirklich diese Musik ihr Leben komplett bereichert hat und dass es bis heute für sie wunderbare Musik ist. Er liebt, was er tut, sagt Thomas Anders, weil er so viel zurückbekommt. Die Anerkennung, den Applaus, die Energie der Fans. Und deswegen denkt er noch lange nicht ans Aufhören.